Salve ragazzi e benvenuti bei Italian Mom. Heute kochen wir eins der meist unterschätzten Gerichte. Wir kochen il Risotto. Und zwar kochen wir il Risotto ai funghi. Und was wir dafür benötigen, zeige ich euch jetzt. 2 Liter Geflügelfond, ihr könnt aber auch Gemüsefond oder Fond eurer Wahl nehmen. 150 ml Weißwein, eine Zwiebel, 400 Gramm Risotto-Reis, 200 Gramm Champignons, 10 Gramm getrocknete Steinpilze, eine Handvoll Blattspinat, 100 Gramm Butter, 100 Gramm Parmesan und Salz, Pfeffer, Öl und Essig nach Belieben. Das A und O beim Risotto ist die Vorbereitung. Denn während wir später ununterbrochen rühren werden, und ja, wir werden wirklich ununterbrochen rühren, ist die Vorbereitung super wichtig. Zuerst schalten wir den Herd an, damit der Fond heiß wird. Jetzt holen wir uns die Zwiebel und schneiden die klein. Schneide die Zwiebel in feine Stücke, denn wenn sie zu grob ist, würde das später im Risotto stören. Sobald der Fond einmal aufgekocht hat, schalten wir ihn runter, damit er heiß bleibt. Nehmen uns ein Gefäß, eine Schüssel, legen unsere Steinpilze da rein. Und nehmen ungefähr eine Kelle Flüssigkeit oder ein bisschen mehr. Lassen die getrockneten Steinpilze etwas darin ziehen. So, und jetzt kümmern wir uns um die Champignons. Die Champignons werden wir jetzt fein hobeln. Wer keinen Hobel hat, kann sie natürlich auch mit dem Messer fein schneiden. Und wenn ihr einen Hobel habt, dann passt auf eure Finger auf. So, also den Teil nehme ich mir weg für den Salat, für später. Und den Rest gebe ich hier rein. Der ist nämlich für den Risotto. Als nächstes kümmern wir uns um die eingelegten Steinpilze. Die nehmen wir da raus und hacken sie klein. Aber den Fond heben wir auf, den brauchen wir später noch für den Risotto. So, also den Fond stellen wir beiseite. Die Steinpilze hacken wir jetzt klein. Die geben später ein super Aroma zu dem Risotto. So, jetzt haben wir die fein gehackt, die getrockneten Steinpilze. Geben die zu unseren Champignons dazu. Und das kommt später zeitgleich zum Risotto. Für unser Topping schneiden wir jetzt auch noch die Spinatblätter klein. Wenn wir den Spinat in feine Streifen geschnitten haben, geben wir ihn erstmal zurück in das Gefäß. Wir marinieren jetzt die Champignons, die wir vorhin beiseite gelegt haben. Und zwar geben wir zuerst eine Prise Salz dazu. Ein bisschen Pfeffer. Etwas Essig und etwas Öl.
Das Ganze verrühren wir. Und zwar ergibt es unser Topping für den Risotto später. Denn der Risotto ist schon etwas deftig. Und durch das Topping mit den Champignons und dem Spinat gibt es das Ganze ein bisschen Frische. So, dann legen wir das jetzt erstmal beiseite und kümmern uns jetzt um unseren Risotto. So, jetzt heizen wir unserem Töpfchen etwas ein. Und zwar geben wir einen ordentlichen Schuss Olivenöl hinein. Wirklich einen ordentlichen Schuss. Dann geben wir unsere Zwiebel dazu. So sollte das aussehen. Und jetzt geben wir unseren Risotto-Reis dazu. So, das Ganze lassen wir jetzt 1 bis 2 Minuten warm werden, den Risotto-Reis. Geben noch etwas Öl hinzu. Wenn das Ganze richtig heiß geworden ist, löschen wir das Ganze mit unserem Weißwein ab. Das Ganze lassen wir jetzt köcheln, bis der Wein verkocht ist. Ihr könnt jetzt schon mal sehen, wie der Reis den Wein aufsaugt. Seht ihr die Konsistenz sich verändert. So, jetzt ist der Wein verkocht. Jetzt geben wir zuerst unseren Pilzfond dazu. Und eine ordentliche Kelle von unserem Geflügelfond. Schaut auch immer, dass der Reis immer knapp bedeckt ist mit Flüssigkeit. Und ganz wichtig ist, rühren, rühren, rühren. So, jetzt geben wir unsere Steinpilze und Champignons dazu. So, alles schön reingeben. Und jetzt heißt es rühren, rühren und rühren. Achtet auch immer darauf, dass euer Reis bedeckt ist. Nicht zu wenig, nicht zu viel Flüssigkeit. Und ab jetzt sind es so circa, sag ich mal, 12 bis 13 Minuten, bis wir das erste Mal wieder probieren. Falls ihr jetzt auf Toilette müsst, verkneift es euch. Dann ihr dürft euch nicht wegbewegen. Dadurch, dass die Pilze auch Flüssigkeit lassen, warten wir noch mal kurz, bevor wir Flüssigkeit dazugeben. Und was sollten wir anderes tun? Wir rühren, rühren und rühren. Die Pilze, die fallen schon etwas zusammen. Das heißt, dass wir etwas Salz und Pfeffer dazu geben können.
Vergesst das Rühren nicht. So, nachdem wir vielleicht 100 Jahre jetzt gerührt haben, probieren wir mal, ob es al dente ist. So, der Reis ist weicher geworden, ist aber innen noch ein bisschen bissfest. Das heißt, es hat die perfekte Konsistenz. Wir schalten den Herd aus und stellen ihn kurz beiseite, so vielleicht 1-2 Minuten. Und lassen ihn ganz kurz ruhen. So, also euer Risotto sollte jetzt so aussehen. Und zwar ist es nicht zu flüssig und auch nicht zu fest. Dadurch, dass wir die Butter noch dazugeben und es ansonsten zu flüssig werden würde. So, jetzt holen wir mal die Butter und den Käse dazu. Und jetzt müssen wir das Ganze ganz schnell verrühren. Und da seht ihr schon, was für eine Konsistenz das Ganze ergibt. Schaut euch die Konsistenz an. Genau so sollte euer Risotto sein. So, jetzt stellen wir das Ganze beiseite und kümmern uns um das Topping. So, dann nehmen wir unsere Champignons, unseren Spinat und verrühren das Ganze. Und jetzt richten wir den Teller an. Dafür gehe ich in den Keller. Nee, Spaß beiseite. Ich hoffe, ihr hört meinen Magen schon knurren, weil ich habe super Hunger heute. Jetzt richten wir den Teller an. Wenn ich sage, dass es perfekt ist es dann arrogant? Nee, oder? Ich habe es ja auch selbst gekocht. Ups. Schaut euch mal den Teller an. Ich gebe jetzt mein Topping dazu. Perfekt. Könnt ihr den sehen? Ich probiere jetzt. Und ich habe einen Tipp. Und zwar von außen nach innen. Und dann könnt ihr jetzt schon probieren. So lecker. Ich muss noch einen Löffel essen. Ich danke euch fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr kocht das nach. Das schmeckt bombastisch, wirklich. Wenn ihr es nachkocht, teilt es mit mir auf allen möglichen Kanälen. Instagram, Facebook. Ich freue mich wirklich darüber. Abonniert meinen YouTube-Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und ihr könnt mir immer Gerichtsvorschläge schicken und was auch immer ihr sehen wollt. Ich freue mich. Ciao!